herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die 5. Episode unseres letzten Abenteuers des Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon mit dem Titel Zusammenprall der Welten. Schauen wir mal, was uns dort erwartet. Unsere Spione sind von ihrer gefahrvollen Aufklärungsmission in die atlantische Stadt Kleitos zurückgekehrt und haben wahrhaft schreckliche Nachrichten mitgebracht. Sie berichteten, dass die verwünschten Atlantiden eine riesige Waffe gebaut haben. Die Waffe kann enormen Schaden anrichten und muss sich dazu nicht einmal in der Nähe des anvisierten Zieles befinden. Nach der Kette unserer triumphalen Siege scheinen sie zu ängstlich zu sein, uns in ehrbarem Kampf gegenüberzutreten. Abgesehen von der Wirkung jedoch vermochten unsere Spione nicht mehr über die Waffe und ihre Funktionsweise in Erfahrung zu bringen. Zum Glück sind die Götter auf unserer Seite und haben uns die Informationen gegeben, die die Spione nicht erlangen konnten. Hephaistos, der meisterliche Handwerker, hat eine Möglichkeit gefunden, die Waffe zu sabotieren. Nur einem listenreichen Helden wird es gelingen, in die Festung von Lixus einzudringen, die Verteidigungsanlagen von Kleitos zu überwinden und unbemerkt in die Nähe der Waffe zu gelangen. Je schneller die Waffe ausgeschaltet wird, desto leichter wird es uns fallen, Atlantis ein für alle Mal zu besiegen. Während wir daran arbeiten, diese Waffe der Zerstörung zu sabotieren, kämpfen unsere Verbündeten tapfer gegen die Aggression der Atlantiden. Aber unsere Vorräte schwinden zunehmend, wie in jedem Krieg, und die Nachfrage ist stets enorm. Wir müssen zur Unterstützung unserer Verbündeten beitragen, indem wir ihnen die Waren liefern, die sie brauchen, um den ruhmreichen Feldzug gegen Atlantis fortzusetzen. Andere Städte, die noch unter der Herrschaft der Atlantiden stehen, haben uns insgeheim Geschenke geschickt, in der Hoffnung, dass wir sie befreien. Und auch viele unserer neuen Verbündeten senden uns aus Dankbarkeit für unsere Hilfe Geschenke. Die 5. Episode dieses Abenteuers trägt den Titel Das Kleitos-Projekt. Ja, und wir erfahren, dass die Atlantiden eine schreckliche Waffe entwickelt haben, wo sie aus der Entfernung her ihre Feinde angreifen und zerstören können. Auch wieder eine Parallele zu dem Abenteuer Die Wiedergeburt von Atlantis, wo ja Ares den Atlantiden hilft, diese Waffe zu konzipieren. Wir sollen nun hier einen Helden schicken, der diese Waffe genauer untersuchen soll und auch sabotieren soll. Das ist auch der entsprechende Quest, der zu erfüllen ist. Ja, und wir müssen dabei noch 24 Weizengarben für die Kolonie zur Verfügung stellen. Ja, dann bin ich mal sehr gespannt, was uns da erwartet, und wir kehren zurück nach Mykene. Ein Koloniedenkmal steht zur Verfügung. Wir haben in der letzten Episode unsere Kolonie Knossos gegründet. Gut, wir gehen wieder in den Pausenmodus, verschaffen uns einen kurzen Überblick. Wir haben hier das erste Wohngebiet der Arbeiter voll entwickelt. Ja, und wir produzieren hier Fisch und Käse für die Ernährung unserer Bevölkerung. Ja, und den Eingang hier haben wir mit Türmen gesichert. Wir sind ja in der ersten Episode zahlreich von den Atlantiden aus Knossos her angegriffen worden. Wir haben hier unser großes Wohngebiet der gehobenen Wohnungen. Ja, und hier auf dem fruchtbaren Land produzieren wir unsere Trauben und Oliven. Ja, und dementsprechend produzieren wir hier auch Wein und Olivenöl. Ja, und wir haben auch jetzt schon einen Pferdehof, um unsere gehobenen Wohnungen maximal zu entwickeln. Ja, hier an dem Fluss haben wir unsere Fischerhäfen und auch unsere Triremenhäfen. Leider ist Poseidon ein feindlicher Gott, der uns ab und zu besucht und dementsprechend diese Bauwerke verflucht. Hier auf diesem Plateau haben wir unsere Gießereien und wir produzieren hier Waffen und auch Skulpturen. Wir haben den Stadtpalast mit dem Stadion. Ja, und wir haben auch schon die Heiligtümer von Hephaistos und Hermes errichtet. Ja, und hier haben wir unsere Münzereien, denn wir können hier auf dieser Karte auch Silber schürfen. Ja, und diesen Eingang haben wir auch nochmal mit Türmen gesichert. Ja, als wir das letzte Mal in Mykene waren, haben wir hier das zweite Wohngebiet der Arbeiter schon aufgebaut und auch zum Teil schon entwickelt.
Haben hier ein kleines Versorgungszentrum. Da werden wir nachher nochmal ein Lagerhaus bauen, wo wir Wolle und Olivenöl einlagern. Ja, und Poseidon und auch Atlas haben uns mit Flutwellen und Erdbeben hier entsprechend gestraft. Hier dieser ganze Landstrich ist durch ein Erdbeben ja eigentlich unbrauchbar geworden. Allerdings haben wir noch so viel Platz, dass wir das Heiligtum der Athene hier errichten. Da sind wir aber noch nicht ganz fertig geworden. Da fehlen uns nämlich noch Skulpturen. Ja, und wir haben hier auch noch unsere Schafe, sodass wir auch unsere Wolle selbst produzieren können. Ja, und hier noch die verschiedenen Piere unserer Handelspartner. Da gucken wir nochmal direkt auch auf die Weltkarte. So, wir haben hier Mykene und mittlerweile haben wir doch schon einiges an Handelspartner und Verbündeten. Sparta ist unser Vasall. Wir kriegen 6 Holzbretter jährlich als Tribut. Kauft Bronze und Oliven, verkauft uns Fleisch und Holz. Athen ist unser Vasall. Wir kriegen 8 Marmorplatten jährlich als Tribut. Kauft Rüstungen und Skulpturen, verkauft uns Marmor und Oliven. Dann haben wir den Berg Auleb als unseren Verbündeten. Kauft Wein, verkauft Holz. Der Berg Pelion ist unser Verbündeter, kauft Käse und Wein. Kyme ist unser Verbündeter, kauft Holz und Olivenöl, verkauft Fisch und Bronze. Themiskria ist unser Verbündeter, kauft Wolle, verkauft uns Marmor und Wein. Dann haben wir Sidon als unseren Vasall. Wir kriegen 12 Weizengarben jährlich als Tribut, kauft Oliven und Olivenöl, verkauft uns Weizen und Wolle. Tyre ist unser Vasall. Wir kriegen 12 Rinderhälften jährlich als Tribut, kauft Skulpturen und Wein und verkauft uns Fleisch und Holz. Ja, und in der letzten Episode haben wir ja die ägyptischen Städte von den Atlantiden befreit. Die sind jetzt unsere Verbündeten, nämlich Memphis. Kauft Trauben, Wolle und Rüstungen. Saqqara kauft Trauben und Olivenöl, verkauft Marmor. Und Theben kauft Skulpturen, verkauft Weizen und Olivenöl. Ja, und dann haben wir hier unsere Kolonie Knossos. Wir kriegen 10 Marmorplatten jährlich als Tribut. Kauft Bronze und Wolle, verkauft Marmor und Olivenöl. Ja, ihr seht, wir haben jede Menge Verbündete und Vasallen. Es bleiben eigentlich nur noch Thera als unser Rivale, die Kolonie der Atlantiden, produziert Fisch. Syrakuse, ebenfalls eine Kolonie der Atlantiden, da können wir nichts sagen, mit was gehandelt wird. Karthage ist unser Rivale, braucht Bronze und Rüstung, produziert Fisch und Wolle und wir haben Atlantis als entfernten Ort. Gut, im Pausenmodus haben wir wieder aufgehoben. Wie ich eben schon gesagt habe, würde ich gerne noch ein Warenlager bauen hier. Könnten wir auch 2 bauen? Ja, ich glaube 1 reicht erstmal. Hier kann jetzt Olivenöl auch mal gefordert werden. Da brauchen wir nicht viel. 6 und auch Wolle wird gefordert. 6. Gut, der Arbeitsmarkt, wie sieht er aus? Ja, das sieht sehr gut aus. Wir können jetzt noch diese Reihe hier parzellieren. Das passt ja noch wunderbar. Die Menschen essen zu viel, okay. So, wir haben hier Sidon. Ja, der Seehandel ist zurzeit noch stillgelegt. Der Fluch des Poseidons wirkt noch immer. Aber auf unseren Fischerhäfen und Triremhäfen haben wir jetzt keinen Fluch mehr. Das ist gut. So, hier unser Wohngebiet der gehobenen Wohnung muss noch weiter kräftig aufgerüstet werden. Und wir haben hier auch noch die Möglichkeit, einen Triremhafen zu bauen. Ja, und den Marmor, den brauchen wir jetzt nicht mehr einzukaufen bei Athen. Wir kriegen ja gleich noch unsere Tribute und das Warenlager hier ist auch schon voll. Tja, und leider können wir Marmor auch gar nicht verkaufen, was sehr schade ist. Allerdings könnten wir
Vielleicht noch eine Gießerei bauen. Ja, wir machen Folgendes. Oh, da ist der Jahresanfang. Ja, wir können da gar nicht mehr viel annehmen. Holz können wir auch nicht annehmen, aber wir können unsere Nahrungsmittel zum Teil annehmen. So, okay. Ja, ich würde die Waffenschmieden hier in der Nähe unseres Heiligtums für Hephaistos errichten wollen. Dann können wir die hier abreißen und dann bauen wir noch eine Gießerei auf. Und vielleicht segnet ja mal unser Hephaistos hier unsere Waffenschmieden. Das finde ich gar nicht schlecht. So, was ist hier? Hier wird Holz angenommen, Bronze und Skulpturen. Okay. Ja, vielleicht sollten wir noch mal ein Warenlager nur für Holz bauen. So, dann machen wir das so. Hier wird komplett das Holz jetzt geholt. Dann können wir es hier leeren. Und dann ist hier nur für Bronze und für die Skulpturen das Warenhaus frei. So, die 24 Weizengaben haben wir schon. Die können wir für die Kolonie schon zur Verfügung stellen. Das ist sehr gut. Dann brauchen wir eigentlich nur den Quest zu erfüllen. Mal gucken, ob der so einfach zu erfüllen ist. So, komm, dann können die eine Waffenschmiede auch noch hier hin. Die hier weg. Und dann bauen wir noch eine Gießerei auf. Jetzt benötigen wir Mitarbeiter. Okay. So, ihr braucht Olivenöl, glaube ich, ne? Jawohl. Da haben wir ja schon was hier in den Warenlagern drinnen. Bauen wir den Ölhändler schon mal auf. Ich bin der Beste aller Götter. Kein anderer Gott kann das bieten, was ich vermag. Ja, Zeus, da hast du vollkommen recht. Und ich bin die Bauoptionen ja gar nicht mehr durchgegangen. Da hat sich auch nicht viel verändert. Außer bei der Mythologie. Da können wir nämlich jetzt auch die Hochburg des Zeus errichten. So, ich werde jetzt Folgendes machen. Wir werden mal das Gewerbe für die Rüstung ausschalten. Und zwar so lange, bis wir genügend Skulpturen haben. Unsere Bildhauerateliers warten da händeringend auf Bronze. So, und jetzt können wir nämlich genügend Bronze denen zur Verfügung stellen. Wir brauchen ja noch 6 Skulpturen, ja, und die 20 Marmorplatten und das Holz. Die 8 Holzbretter, die haben wir. Aber wir brauchen jetzt Skulpturen. Ja, wunderbar. Der Seehandel kann wieder aufgenommen werden. So, jetzt haben unsere Bildhauerateliers genug Bronze. Da sammelt sich nämlich schon die Bronze in unserem Warenlager an. Ja, und leider haben wir irgendwie das Gefühl, dass Hephaistos hier nicht unsere Waffenschmieden segnet. Liegt das eventuell an den Sperren? Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, aber habe sie jetzt mal weggemacht. So, das gefällt mir hier auch nicht. Das muss ich ändern. So, gefällt mir das auch besser. So, wie sieht es denn mit der Nahrungsversorgung aus? Zu wenig. Ja, dann kaufen wir doch hier etwas Fleisch ein. Ah, wunderbar. Da werden die nächsten Skulpturen zu unserem
Heiligtum gebracht und die haben auch direkt schon wieder jede Menge Bronze. Gut. So, und ich sehe auch, dass, glaube ich, alle gehobenen Wohnungen hier Rüstungen haben. Unser Waffenhändler hat hier seine Rüstungen noch. Der Hausierer geht hier entlang. Wir haben auch im Warenlager schon was. Okay, komm, dann machen wir Folgendes. Noch einen Triremenhafen bauen, der ja hier hinpasst. Ach, wunderbar. Ja, gucken wir mal direkt auch nochmal nach unseren Ziegen. Okay, das war jetzt nicht so viel. Ja, Wein haben wir jetzt auch wieder jede Menge. Den verkaufen wir ja hier. Okay. Bei Türe haben wir denn noch einen Handelspartner. Gucken wir mal eben. Ja, Berg Pelion, Berg Auleb und auch Sparta. Könnte man noch ein bisschen Wein verkaufen, oder? Ja, hier der Berg Auleb. Ist doch gar nicht schlecht. Oh, 36 Amphoren im Jahr. Oh, das ist viel. Berg Pelion 24. Boah. Na gut, komm. Dann hier der Berg Auleb. Da könnten wir dann noch Holz kaufen, wenn wir wollten. Ja. Und dann verkaufen wir noch etwas Wein. So, dann sind die nächsten Skulpturen fertig. Oder beziehungsweise eine. So, der Arbeitsmarkt sieht gut aus. Aber wir müssen nachher unsere Waffenschmieden wieder entsprechend in Betrieb nehmen. Ja, und mittlerweile brauchen wir nur noch 2 Skulpturen und es werden jetzt schon die großen Statuen der Athene entsprechend aufgebaut. So, ja, hier wandern noch jede Menge Bürger ein. Wir sollten aber hier die Verschönerung jetzt mal durchführen. Ja, und da passt noch eine Parzelle hin. Da habe ich irgendwas vergessen. Nee, habe ich nicht. So. Kaufen wir hier auch Marmor ein. Oh Gott, wie viel Marmor. Kann man die mal verschenken? Weil wir brauchen ja jetzt nur noch 4 Marmorplatten für das Heiligtum. Was ist denn hier aus Theben? Na komm. Du kriegst ein großes Geschenk Marmor. Saqqara verkauft Marmor, das ist jetzt nicht so interessant. So, und Memphis ist gleichgültig. Na ja, gut, komm. Dann kriegst du auch Marmor. So. Dann haben wir wieder etwas Marmor jetzt hier verschenkt. Wir haben immer noch genug. Ja, so allmählich wird unser Heiligtum der Athene fertiggestellt. 2 Skulpturen brauchen wir noch, da kommen sie jetzt. So, Memphis, Dank fürs Geschenk. Bitteschön.
Hohe Arbeitslosigkeit ist ein Problem. Das wird sich gleich ändern. So, Jahresanfang. Wir nehmen wieder Tribute an. So, die Netzeskulptur ist aufgestellt. Wir können jetzt bei Athen die Skulpturen verkaufen. Oh, jetzt endlich segnet Hephaistos unsere Waffenschmieden. Das ist genau der richtige Zeitpunkt, um das Gewerbe nämlich wieder anzuschalten. Sehr gut. Ja, darauf habe ich gehofft und hat sich auch bewahrheitet. Wir müssen nur gucken, ob das mit dem Architekten hier funktioniert. Allerdings, wir haben hier 3 Architekten. Diese Sperre könnten wir, glaube ich, auch mal auflösen. Ja. So, und Theben dankt auch für das Geschenk. Bitteschön. Ja, und in der Zwischenzeit ist das Heiligtum für Athene fertiggestellt worden. Das freut mich sehr. Dann werden wir jetzt hier Folgendes machen. Wir bauen 2 Landarbeiterlager hier auf. Und ich würde hier gerne nochmal 4 Olivenpressen bauen. Und ich würde tatsächlich auch noch hier ein paar Olivenbäume pflanzen. So. Bitte lassen Sie mich eine offene Forderung erfüllen. Ja, und Sparta bittet um Holz, 7 Holzbretter. Hermes hat uns geholfen, vielen Dank. Ja, die Kunsthandwerkergilden können wir abreißen. So, und das Heiligtum können wir noch ein bisschen verschönern. Einen Architekten dürfen wir hier nicht vergessen. Und die Sperren. Ja, dann können wir die Sperre aber auch hier wegnehmen. Ja, und wenn wir jetzt hier tatsächlich so viel Olivenöl noch produzieren, würde ich, glaube ich, hier noch ein separates Warenlager dafür bauen. Größe, sterbliches Wesen. Nur Sie haben den Mut, um meinen Quest zu erfüllen. Okay, Sparta schätzt uns mehr. Und wir haben den Quest, nämlich den Quest, die Waffe sabotieren. Grüße, sterbliches Wesen. Wer sonst hätte den Mut, meinen Quest zu erfüllen? Die schändlichen Atlantiden bereiten eine Waffe vor, die großen Schaden anrichten kann. Um zu verhindern, dass Feinde dieses Teufelswerkzeug benutzen, muss Odysseus gefunden werden. Ich, Hephaistos, werde dem Helden die Anweisung ins Ohr flüstern, wie er die Waffe zerstören kann. Ja, und dementsprechend können wir die Halle des Odysseus auch bauen. Gut, ich brauche jetzt eben noch hier mein Warenlager nur für Olivenöl. Und hier wird nur die Wolle geholt. Gut. Ja, und ihr seht, auch hier sammelt sich allmählich Rüstungen an. Die können wir übrigens jetzt ja auch bei Athen verkaufen. Allerdings sollten wir Ich hier... bin der Beste aller Götter. Kein anderer Gott kann das bieten, was ich vermag. Ach, ich weiß, Zeus. So, hier werden ja 32 Rüstungen geholt. Okay, gut. Wir bauen aber jetzt erstmal die Heldenhalle des Odysseus. Die kommt hier hin. Habe ich hier extra so ein Feld freigelassen. So, Odysseus, was brauchen wir denn für dich? Oh, wir haben fast alles, selbst die 32 Krüge Olivenöl. Wir brauchen 16 Amphoren Wein. Okay, also den Wein verkaufen wir jetzt erstmal nicht mehr. Hier auch. Nein, nicht mehr verkaufen.
Ja, und dann produzieren wir noch ein bisschen mehr Wein. Ne? Ein Landarbeiterlager möchte ich gerne noch hier haben. Ja, wir bekommen die Mitteilung, dass Kleitos entdeckt wurde. Ah, ja, ihr erinnert euch. Die Wiedergeburt von Atlantis, das war die Stadt, die wir dort aufbauen mussten. So, ich wollte aber jetzt erstmal noch Reben hier anpflanzen. Und ich hätte gerne noch 2 Kältereien. Die Frage ist nur, wo. Hier passt eine hin, da brauchen wir nur die Straße entsprechend hier anzuschließen. Und ja, kommt dann. Ich möchte das auch alles hier so schön zusammen haben. Na, dann bauen wir sie hier hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, die eine tue ich wieder weg. Ich glaube, das reicht so. Ja, der Arbeitsmarkt sieht sehr gut aus. Wir haben hier sogar noch ein bisschen Potenzial, um diese Wohnungen aufzuwerten. Können aber hier schon mal entsprechend ein paar Parkanlagen errichten. Ja, und ein Zufriedenheitsdenkmal steht zur Verfügung. So, diese Trireme ist auch fertiggestellt. Wir haben dann insgesamt jetzt 4 Triremen. Und wir kriegen die Mitteilung, dass die Stadt nun für die Anwesenheit von Odysseus würdig ist. Oh, wie schön. Das geht ja doch recht schnell hier, ne? Gut, Odysseus, komm. Dann mach dich mal auf den Weg in unsere Stadt. In der Zwischenzeit weitere Verschönerungen. Guckt euch an, was wir hier an Denkmälern haben. Kriegen wir hier eine Säulenreihe rumgebaut. Theben möchte uns Weizen schenken. 12 Weizengaben nehmen wir an. Dankeschön. 7 konnten angenommen werden. Ja, das ist ja diesmal eine sehr entspannte Episode. Das muss ich jetzt mal sagen. Die anderen waren doch sehr anstrengend. Ja, das sieht doch schön aus, oder? Ach komm, dann können wir das aber auch so bauen, oder? Ja, und dann noch hier Bänke. Und die Parkanlagen. Sehr schön. So, das haben wir aber auch wirklich alles hier ausgefüllt. Nicht ganz. Da noch nicht. Aber jetzt. So, hier müssen aber keine 12 Rüstungen eingelagert werden, ne? 6 reichen auch voll und ganz. So, das Olivenöl ist auch wieder
in den Lagerhäusern. Der weltberühmte Odysseus, König von Ithaka, ist hier. Ja, Odysseus trifft ein, wunderbar. Da ist er, macht sich auf den Weg zur Heldenhalle. Ja, und ich denke mir mal, wenn wir jetzt ihn auf den Quest schicken, haben wir diese Episode schon abgeschlossen. Ja, lassen wir ihn erstmal zu seiner Heldenhalle gehen. Ja, als letzte Amtshandlung werde ich wohl noch eine Wollsammelstelle bauen. Wir haben zwar genug Wolle, aber wir verkaufen ja auch Wolle. Hier passt doch noch eine hin, oder? Perfekt. So, und dann können wir noch schnell das Heiligtum für Hermes noch ein bisschen verschönern hier. Ja, so ist es doch gut. Ja, und wir können jetzt Odysseus auf den Quest schicken. Die Waffe zu sabotieren, die die Atlantiden für unsere Vernichtung bauen. Okay, wunderbar. Ja, und damit haben wir diese Episode ganz entspannt erfolgreich abgeschlossen. Ja, Jahresanfang. Wir nehmen wieder unsere Tribute an, die wir überhaupt annehmen können. Also mit Marmor können wir jetzt mal mit nichts anfangen. Ja, das können wir alles gar nicht mehr annehmen. Wohlan, mein Freund, lass mich dir von dieser Geheimwaffe berichten. Begann Odysseus. Es war ganz einfach, die Verteidigungsanlagen der Atlantiden zu überwinden. Diese Atlantiden haben die Nasen dauernd in irgendwelchen Büchern stecken und waren so mit ihren gelehrten Studien beschäftigt, dass sie mich gar nicht bemerkten. Da stand sie also, glänzend und rot und mit ganz vielen Knöpfen. Da niemand mich beachtete, drehte ich einige Hebel und drückte einige Knöpfe. Danach erbebte die Erde. Das weckte natürlich das Interesse aller Bücherwürmer, die sofort Jagd auf mich machten. Ohne noch viel Zeit zu verschwenden, goss ich die Ausbeute von einem Dutzend Honigwaben in die Maschine hinein. Dann waren mir die Wissenschaftler auch schon auf den Fersen. Natürlich kämpfen Wissenschaftler nicht annähernd so gut wie Helden, daher konnte ich sie alle im Alleingang besiegen. Es müssen Hunderte gewesen sein. Wie auch immer, Kumpel. Du solltest raus aufs Mittelmeer und angreifen, solange es günstig ist. Ich konnte das Ding zwar nicht völlig zerstören, aber es zumindest eine Zeit lang außer Gefecht setzen. Da es in Atlantis nur so von Wissenschaftlern wimmelt, wird es nicht mehr lange dauern, bis einer der kleinen Burschen dahinter kommt, wie man dieses große, rote, glänzende Ding repariert. Ja, erfolgreich haben wir diese Episode abgeschlossen. Tja, und nun wissen wir auch, dass es Odysseus war, der die Maschine mit Honig sabotiert hat. Ja, und der auch ein Massaker unter den Wissenschaftlern verübt hat. Wir wissen allerdings jetzt Bescheid und müssen uns beeilen, denn die Waffe kann bald wieder repariert sein. Ja, die nächste Episode, die wir in diesem spannenden Abenteuer spielen, ist wieder eine Kolonie-Episode. Da freue ich mich drauf. Mal schauen, was uns bei der nächsten Kolonie, nämlich Salamis, erwartet. Ich hoffe, ihr seid weiterhin mit dabei. Freue mich auf ein Wiedersehen und Wiederhören und sage Tschüss, euer Dominus.